Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Technomancer. Ja, in der letzten Folge waren wir ein wenig in Office unterwegs, haben schon mal wieder ein bisschen gearbeitet für einige Nebenquests. Und jetzt werden wir entsprechend mal weiter hier bei den Hauptquests machen, hier im Tempel, dann darüber Bericht erstatten und ähnliches. Und auch vielleicht die restlichen Nebenquests da soweit abschließen, müssen wir mal gucken. Wir haben uns auch schon extra in Schale geworfen, hier wie man sieht, mit den Händlermänteln von Noctis. Da geht es um eine Quest hier von Phobos, deswegen haben wir den in unseren Reihen, der auch schick einen Bauarbeiterhelm aufgesetzt hat für uns. Aber dazu später wahrscheinlich mehr. Wir werden jetzt erstmal in den Palast gehen. Denn da haben wir einige Sachen abzugeben. So, komm, dann legen wir mal den Sprintmodus an. Wo ist er denn wieder, der Dandolo? Ach, der ist ja tatsächlich am Knien. Zachariah, what can I do for you? Einiges anscheinend. Not much news in Ophir about Aurora defeating Abundance. You heard anything? Word is that Green Hope's defeat brought an end to the fighting. Aurora apparently took control of the hydroponics center using militia alongside Technomancers to support their army. And at first, Wisdom showed himself a worthy military strategist, using the militia in battle. Such people, properly motivated, can be surprisingly effective. You'd have to bear witness to the poorer classes of Aurora to fully grasp how badly they were mistreated, to fully grasp how much the mere promise of a place in the council would motivate them to fight, to fully grasp how it helped to deliver quite a blow to Abundance. And while Aurora adopted new strategies, Abundance remained predictable. They had almost no Technomancers, since it's becoming harder to find them in Ophir with each passing day. An interesting development, yes? And one that wiped out their army. Yeah, thanks for the info. Okay. Keine Ahnung, wieso das jetzt nicht abgehakt wird. Ah ja, okay, jetzt. Missionsbericht erstatten. So, da können wir 2 noch abgeben. So I went out to see if there's any Vori in the city. Can I put my mind at ease now? They're out. Put your worries to rest. I really doubt Anton will send any more our way. Fantastic. That is an enormous weight off my chest, Zachariah. Was wir alles hier schon für Dandolo gemacht haben, ist ja wohl echt auch mal ein Witz. Das ist richtig viel schon. Got your merchandise to your client, but while I was there, she told me something troubling. What's that? Victor apparently stopped the caravan, tortured and killed its merchants, but he didn't kill them before they told him where Noctis is. And from what she heard, your city's about to be overrun by ASC. That doesn't quite... All the caravans sent to Ophir have already returned. Strange. Knew we couldn't hide forever. We could try, but... Knew the ASC snakes would slither in at some point. Thank you for the heads up. I'll be sure to send a little something to my client in thanks, too. I'm sure the ASC's in Noctis. Maybe they replaced the men in the caravan and snuck in the city like that. I'll look into it. If it's true, we need to find the bullshit merchant sooner rather than later. Zachariah, do you hear yourself? Don't be so paranoid. I told you not to worry, didn't I? Now listen, if you find there's truth to it all, we'll act, and swiftly. But until then, they're just rumors, nothing more. I need another favor, Mr. Mancer. Seems looters have taken to attacking our caravans in the canyon leading to Ophir lately. They would have likely come down to the city in order to fence their spoils. They haven't. This makes me doubt that the thieves are free agents. Perhaps they're working under someone else's interests. But I'd like to have more than a suspicion, and I'd like it to stop. Set up a counter-ambush, catch the looters red-handed, and make them talk. Got a more specific plan? Been hatching one. You hide among the merchandise on board one of the caravans, belonging to a merchant I fully trust. When the attack hits... Then I head back, get as rough as I need to until they tell us who's sending them, and who their mole in Noctis is.
Smart man. I'll think about it. Oder kann man gar nichts mehr hinterfragen? Ne. Na gut. Okay, wieder, also einiges abgegeben und direkt wieder einiges neu dazu bekommen. Meine Güte, hier kriegt man noch echt Nicht-Beschäftigung. So, bitte den Händler das Team in der Karawane mitzunehmen. Boah, was hier wieder alles ist der Wahnsinn. Okay, aber das können wir dann ja wunderbar machen. Das heißt, wir gehen hier erstmal wieder hin. Das können wir auch von hier relativ schnell gerade machen tatsächlich. Hier ist ja diese wunderbare Abkürzung gleich. Da muss ich jetzt auch keinen Cut setzen. Dann machen wir gerade hier im Vorbeigehen, sage ich jetzt mal. Jetzt muss ich den gerade nur noch finden. Wo war das denn nochmal? Ne, das war falsch. Das war schon... Ah, hier war das jetzt links. Ja, genau. Da ist diese wunderbare Leiter. So. Ist das jetzt hier das, weil wir die Noctis-Sachen anhaben? Ist das das? Right. Dandolo sent me. Wohl. You're the Mancer, right? He told me about you. I've already started talking about the routes I'll take in the future. If there's a spy, you'll hear about it soon enough. Good. Then if you're ready, I'm gonna hide in your merchandise. Get in my sand cell and hide among the cargo. You should be safe there. Oh cool, bin ich mal gespannt. Versteck dich in dem Sandsegler. Cool. Das könnte ja eine mal interessante Mission werden hier wieder. Na. Mit Sequenz, oder? Under attack! Get Aha. out, quick! Get out! Jo. Natürlich. Und jetzt haben wir natürlich auch nicht das beste Equipment. Oh. I can't. The ASC would kill me if... Should have known you were a victor. Who told you where to attack? A merchant. The one who always gives us information. Dressed like that one over there. Wir folgen jetzt die ganze Zeit mit den Noctis-Händler-Sachen. Oh Mann, ey. Oh, warte mal, wenn wir jetzt gerade hier sind, das ist eine gute Sache. Wir brauchen nur noch die Panzerkröte. Wo lungert die denn rum? Ist die nicht auch hier? Hä? Shit, ist sie nicht anscheinend. Ich dachte, die wäre hier vielleicht, aber naja. Nö, dann. Dandolo wieder. Von die hat's alle erwischt einfach. Wie sollen wir vor allem hier? Sind echt alle tot? Das heißt, wir hätten damit jetzt eigentlich fahren müssen. Oh, es gibt eine Taschenlampe. Das habe ich auch gar nicht bemerkt. So, ich glaube, wir reden aber jetzt erstmal noch nicht mit dem, sondern wir machen jetzt hier, da wir ja noch ein bisschen Zeit haben, erstmal hier einige andere Sachen. Deswegen speichern und direkt weitermachen. Vor allen Dingen am besten jetzt die Sache, genau das machen wir hier mit dem Schattenpfad jetzt und dem, weil wir ja die Sachen extra anhaben. Jo, das machen wir. Set up the exchange with that Aurora quartermaster if he was a complete stranger. Some mutants aspire for freedom everywhere, Aurora included. When I learned that the quartermaster was looking to dispose of stocks of merchandise, I sent messengers. Messengers? Mutant messengers? And he still took the messages seriously? No, I paid humans, noble-looking ones too. Plus, we have a few sympathizers over there, some of which are merchants who are always more than helpful, for a price. I thought you didn't want Dandolo in the loop. Indeed, I had to pay them. A lot.
quite a pickle. Exchanging weapons with Aurora when half the people in this rover are from Abundance. Goodness, what if... No, we wouldn't get caught. I hope you can all stay discreet. I'm looking at you, Amelia. Because then our meeting would end rather... I know that Aurora tolerates alliance. Rumor has it that they even consider allying. But Abundance, they'd rather go to war. Oh, maybe I shouldn't have said it. If there's any corporation you want to be heard talking about, just talk about alliance. Avoid the others. Don't want to start anything. Ja, das sollten wir uns vielleicht merken. Me if you need some help during the transaction. I've got real life experience after all. Phobos, if Dandolo finds out you're plotting behind his back... He's my ally, Nisha, not my mother. Which means I don't have to tell him what I'm doing at every hour. I think that our negotiator is already there. He must be waiting for us below the shadow path. I'm rather excited for this little excursion. Passing off as a merchant is a welcome change. I haven't played another character in forever. I don't want to burst your bubble, but we're not going to be in our roles for long. Zachariah, where's your sense of fun? The simple fact that our mission requires us to dress up and play pretend is already such a beautiful thing. Thank you both so much for going along with this. These shipments are of the utmost importance. Das ist halt wieder richtig cool und das liebe ich ja immer an Rollenspielen, dass halt auf diese unterschiedlichen Konstellationen, die man hat, dann auch noch entsprechend für die Mission dann wirklich Bezug genommen wird. Oh, das ist ja wirklich nicht so ein großer Level. Aber eine willkommene Abwechslung mal wieder. Gerade finde ich auch mehr in diesen Außenbereichen auch mit mehr Sonne und all dem unterwegs zu sein. Das ist schon hier nice, wenn ich mir das so mal angucke, ey. Auch wenn man jetzt hier nicht viel sieht, aber... das muss man ja auch einfach mal genießen. Mich würde ja wirklich interessieren, wie die Atmosphäre wirklich da auf dem Mars wäre. Wie sich das anfühlt, wie die... Ich meine, wenn jetzt, sagen wir mal, ich weiß jetzt, ich kenne mich da leider wieder sehr wenig aus mit all dem, was halt jetzt Temperaturen entsprechend angeht. Also der Mars hat ja im Verhältnis zur Erde noch am ehesten entsprechend ähnliche, sag ich mal, Begebenheiten. Deswegen ist es ja so wahrscheinlich, wenn man halt die Möglichkeit hätte, da wirklich Fuß zu fassen und es die Möglichkeit gibt, auch vieles transportabel dahin zu machen. Würde mich wirklich interessieren, wie sich das so anfühlen muss. Und ob es nachher vielleicht sogar notwendig wird, wenn die Menschheit es schafft, mehr oder weniger die Erde fast völlig zu zerstören dann. Dass er zumindest für uns nicht mehr lebenswert macht. So, steckt man die Waffe hier wieder ein. Was haben wir denn hier? Das sieht schon cool wieder aus hier, finde ich, mit diesem Überbau hier. Und mit den Planen, die da drüber gezogen sind hier. Ist das ein riesen Zeppelin mal gewesen? Oder? Ne, das haben sie, glaube ich, so gemacht. Mit dem Sonnenuntergang schätze ich jetzt mal dann im Hintergrund. Ist das eigentlich immer dieselbe Uhrzeit, oder? Das können ja die Leute sagen, die jetzt hier auch mal den Technomancer schon gespielt haben. Oder kann man hier auch zur Nacht hin oder am Morgen oder... Stellt das quasi immer diese Zeit ein, damit das entsprechend natürlich so aussieht. Und der kann mir doch nicht erzählen, dass der hier alleine ist. Das ist doch eine Falle hier. Hi, I'm Zachariah. Wie sieht denn der aus, ey? Yes. Your message mentioned that you're a merchant and that you may be interested in some merchandise. I have some overstock that I'm willing to sell, but I want to be sure that this merchandise won't end up in enemy hands. Please understand that the safety of our corporation depends on it, and I don't want any of my superiors to learn about this type of transaction. Ah, okay. Überreden. 75% hört sich eigentlich ganz okay an, oder? I hear where you're coming from. Don't worry though. The stocks won't be resold together. I'll spread them out here and there so no one will be able to track the sales back to you. And obviously, the stock's disseminated. Your enemies will have a harder time mounting a strong enough offense to harm you. Do you have a wide enough network Yes. to disseminate the merchandise afterwards? It's true that that's a pretty good solution. Very well then. I think that we can do business. Ja.
denke nicht. Hallo. Was wird das hier? Someday I will kill that madman. Who is this mutant? Why did he kill the merchant? Cain. He refused any type of relationship with humans, and I guess that is his way of showing me that he disagrees with my trying to do business with them. But he failed the negotiation I had been working on for months without even realizing that we need these weapons. And anyway, I guess I need to find another way to stock up. Wow, das war's. Ernsthaft? Da gab es wahrscheinlich jetzt auch keine andere Möglichkeit. Ja, das war's tatsächlich. Alles klar. Tja. Aber +3 Ruf immerhin bei ihm. Das ist ja schon mal etwas. Und immerhin auch ein netter Abwechslung. Naja, nicht abwechslungsreich, aber ein netter kleiner Level hier. Mit einer schönen Aussicht, muss man ja mal sagen. Von denen hat man ja hier nicht so viele. Aber da sieht man lieber, dass ich persönlich auch in Rollenspielen halt viel lieber einfach draußen auch unterwegs bin. Als fast ausschließlich in den Komplexen dann. Sei es halt Stadt, Tunnel, in Untergrund und sprich. That was his goal, I think. Do you really think that? Do you really think he would prioritize his issues with you over his plans for Mutant Valley? I think the two of us hold very different beliefs on what Mutant Valley could be, on its value to our future. Interessant, was hier auch vor allem wieder wächst. Dass das hier wieder sein könnte. Hatte ich jetzt zumindest auch noch nirgendwo anders gesehen, glaube ich. So, das heißt aber jetzt erstmal wieder für uns einfach wieder zurück, wa? Naja. Können wir ja nichts machen. Ging relativ fix. Hier können wir nur Dandelo Bescheid sagen. Das heißt, wir müssen eigentlich hier weitermachen. So viel ist das gar nicht mehr. Übergibt der Opposition die Informationen, können wir machen. Und noch Eliza Major befragen. Das ist tatsächlich gar nicht mehr so viel. So sorry, Phobos. Don't be. Had I known that Cain would intervene, I would have never arranged our meeting there. Cain, what a guy. Looks like he wouldn't hurt a fly. Instead, he'd kill hundreds. He hates humans, hates their guts, and he won't stop until he dies. And unfortunately, he has a lot of followers. What did... I don't understand. We had to buy something, right? So then why did that big mutant kill our trading partner? Did the mutant work for Abundance too? No, Scott. The mutant doesn't work for Abundance. He killed the man from his own hate, and it left us unable to finish the exchange. I see. How sudden. What a twist. Such a waste. All that time. Das ist eigentlich mit das Schlimmste, was jemand machen kann. Nothing. If I find out who told Cain about the meeting, I'd show him what makes me different from scum. Take it easy, big guy. With all these intercorporation wars, finding weapons won't be too difficult. I could ask around for you. Why, thank you, Andrew. We were lucky Cain didn't attack you too, Phobos. He obviously doesn't like you. You're his natural competition for chief. I say bring him on. That brute doesn't scare me. Ja. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass mir eigentlich alle Charaktere, die jetzt bis jetzt wir hier so getroffen haben, obwohl nicht alle, die anfänglichen Charaktere waren echt... Die waren im Endeffekt jetzt viel schwächer vom Charakter her, muss ich sagen, also viel weniger tragend irgendwie. Diese anfänglichen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr die Namen von denen, als jetzt, die wir haben. Also ich muss sagen, hier Phobos, Nisha, Andrew, Emilia, Scott und sowas alles, das sind alles Charaktere, die hinterlassen auf jeden Fall einen gewissen Eindruck, muss ich schon sagen.
Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, wenn wir jetzt wieder Eliza Major befragen müssen. Was war die andere Quest? Das mit der Opposition. Ach, dafür müssen wir in die Slums auch machen. Das ist alles immer so langwierig. Aber wir machen das erstmal hier. Dann laufe ich erstmal wieder bis dahin. Dann befragen wir Eliza. Hätte ich jetzt gesagt. Obwohl, wenn wir hier auf dem Weg... Nee, warte mal. Wenn wir hier auf dem Weg sind, gehen wir erst in die Slums, übergeben das der Opposition. Okay. Mach ich mal einen Cut und dann sehen wir uns da wieder in den Slums. Na komm, nehmen wir wieder den Kampf mit. Und er lebt noch. Das ist natürlich blöd gelaufen, jetzt ist er da. Und tschüss. So, die Sachen nehme ich jetzt nicht mehr von denen mit, ist mir ehrlich gesagt echt sowas von egal. Jetzt muss ich nur wieder gucken, dass ich den richtigen Weg gehe. Von hier. Ist das verbunden? Das hier und das? Ich glaube nämlich nicht. Warte mal. Scheiße, ist es nämlich nicht. Ah, warte doch. Ah, guck mal. Dann geht man hier runter. Ah, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Schön. Ah, hier war nämlich der Handelspartner oder die Handelspartnerin. Sehr gut. Okay, da wir jetzt fast aufsteigen, werde ich die... Ich habe trotzdem... Also abwechslungsreich ist, naja, also wie gesagt, das mit diesen Kämpfen, das ist schon sehr gleichbleibend, muss man sagen. Auch dass immer wieder die nachspawnen und alles, das macht es halt auch nicht besser. Ich meine, die Kämpfe sind ganz okay, muss man ja wirklich sagen. Ist jetzt nichts, was jetzt ultra nervig ist, aber es ist einfach so unrealistisch, dass halt ständig die Gegner immer wieder nach kurzer Zeit da wieder sind. Na, das ist der Level-Up. Zack. 27. Na gut. Eingesteckt. So, das heißt, wir können jetzt nämlich das machen und danach können wir hier drauf, genau. Sehr gut. So, Slums betreten. Hier haben wir jetzt auch nur... Ah, sehr gut, hier sind wir direkt auch schon in einer guten Position. Ja, mehr haben wir dann hier auch nicht. Perfekt. Ich kann mir auch echt die Map immer noch nicht so gut merken, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo wir so oft hin und her gehen. Ich finde, ich weiß nicht, ob da die Map an sich, also die Map von der hier, diese Map hier, ob ich mich darauf zu sehr verlasse und ähnliches. Oder ob die Karte an sich jetzt, also die Welt, nicht so gut designt ist, dass ich das mir gut merken kann. Hi. Hello there, Mr. Mancer. Good to see you. So, what did you learn? I was able to get some answers for you. Great. I knew you would. Go on, what did you find? Keep names out of this, be clear. Of course. Our sources are always protected. Go on. According to my source, the army's reducing its troops by 50%, and the official reasons are the rising rates of desertion, the number of Technomancer arrests, and the shrinking size of the standing force during peacetime. But she says this doesn't explain everything, as many good officers and soldiers are being let go without reason, and replaced by members of the ASC. In fact, the fear is if the ASC attempted a coup today, the army couldn't stand in the way, because there are too many ASC entrenched in its ranks. That's terrifying. And it's news that'll hit the hearts of people in this city. All the people with soldiers and their families, soldiers who fought hard, now being fired only to make room for spies. What else did you find out?
I talked to an expert on corporation politics who had first-hand knowledge about Aurora and us. And how'd he say Abundance lost? Aurora's troops were led by a general named Wisdom, who used Technomancers. And apparently they've got a lot more than we do, especially recently. So Abundance arrests and detains you and your brothers, our greatest weapons, and fall because of it. Guess that's karma. But what's more, they rallied the common people, recruited local and national militias who were feverishly motivated by the promise of gaining a voice on Aurora's council. Aurora became the first corporation to empower its people to fight. So while Aurora brought everyone together for the war, strengthening their numbers, Abundance fought weakened, bleeding their ranks, arresting its own Technomancers. Our army, well-trained and well-equipped as it is, didn't stand a chance. We lacked the Technomancers to lead the charge and the motivation of Aurora's militias to persevere. That's incredible. By giving power to the people, Aurora all but assured its victory. Power of unification is real. And the self-sabotaging nature of our government ruled by paranoia and fear cost us the war. I also talked to a mutant who heard about the camp breakout and the mutant who led it. Fantastic. And? The mutants in that camp were living in hell, day in and day out. They'd finally just had enough. So one day, a guard was beating on a mutant too tired to work. As much as the others pleaded, the guard wouldn't stop. So another mutant stepped in and hit him back. The guards threatened to kill 10 mutants in retaliation. And that lit the fuse. With the help of a prisoner from Aurora, the mutants got their hands on some tools, and the riot started. They weren't trying to escape. They just wanted the abuse to stop. But the way the guards reacted made the mutants fear that it would only get worse. So they got out, led by a mutant named Scum. He's now a bit of a legend among them. And where'd they go? I can't tell you that. Fair enough. You need to protect your sources, right? Another story that people need to hear. It's what happens when you mistreat beasts long enough. Eventually, they'll turn on you. Thanks for all the information. Once I write the articles and get them out there for people to read, I think the people are gonna have a wake-up call about how different the truth is from the propaganda their government's feeding them. Hope it makes a difference. You and me both. The real change has to start with the truth. Hold on. I've got one more thing to ask of you, if I could. One more thing to really make sure we can ignite some change. And what's that? We put our news on the city walls. The man who's been doing it for us lives in the exchange. Getting there, though, has honestly gotten too dangerous for us. So you want me to be your delivery man? A deliverer of truth to those who have been starved of it, yes. If you would do that for us. Yeah, I can do it for you. I'll see you later. Okay. Bring den Text zum Hersteller der Schablonen. Okay, ist der auch an der Börse oder ist der nochmal woanders, oder wie? Schauen wir uns mal gerade noch an. Ja, hier ist er schon mal nicht. Jetzt ist wieder die Frage, wo zum Henker musste man nochmal hin, damit man richtig war. Hier? Ganz am Ende? Kann sein, oder? Naja, dann werde ich mal wieder einen Cut machen und dann sehen wir uns da wieder. So, den Weg mal wieder freigeräumt. Wie man sieht. Können sie auch nicht sein lassen, muss man sagen. Oh, Stahlhammer. Ist der was für Phobos? Ganz kurz. Achso, der hat... okay, der hat 2 Waffen. Na gut. So, ich hoffe, das stimmt jetzt hier mit der Börse von der Seite. Nö, natürlich nicht. Aber hier ist das mit dem Text. Und wenn wir vielleicht Glück haben, ist jetzt die Frage. Also das mit dem Text würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall noch machen. Den Rest vielleicht mal gucken. Und die sind alle down, nice wieder, ey.
So, dafür müssen wir hier rum. Did you hear? We finally got the psychopath who took a hostage. Oh? How? A Technomancer officer. The whole thing was completely nuts. That lunatic only did it so they'd wipe his gambling debts. Can you believe it? Pretty easy to believe when you know who takes care of those debts. Worry don't mess around when you owe them serum, no matter how small. Klingt ja mal wieder sehr gesund. Jetzt sind wir aber irgendwie falsch abgebogen. Wie kann der denn schon wieder sein? Das war hier zwischen. Ach, hier drüber noch. Ja, wer macht denn auch sowas? Hello. I brought back some articles to hang around your city. Keep your voice down. Quiet. Tell our mutual friend that soon these will be hanging on every other wall in the city. How you gonna make that happen? I'll make stencils of the text and then go around the city with volunteers and hit every wall we find. Soon, everyone in Ophir will know the truth. Das hört doch gut sein. Alter, Opposition ruft +10. Not bad. So, da wir jetzt gerade hier sind, auf jeden Fall... jetzt weiß man ja wieder nicht. Vielleicht haben wir Glück und es ist gerade Nacht. Ich möchte ihm zumindest eine Chance geben. Und ansonsten... natürlich sind die auch schon wieder Gegner. Ach, jetzt kann man das wieder nicht testen. Ätzend. Mit ihr... Oh, nicht genügend Flüssigkeit. Hä? Ist hier noch einer? Jetzt kommen da hinten schon wieder welche. So, auf Wiedersehen. Natürlich. Ach, dann kannst du mich schon mal... Gut, ich würde sagen... Gehen wir mal zum Untergrund, aber dann würde ich nicht viel mehr machen. Dann reden wir entsprechend in der nächsten Folge, glaube ich, mit Eliza, weil wir haben es sowieso schon too late. Ja, kannst du mich ruhig kicken. Nervensägen, kann man echt nicht anders sagen. So, da müssen wir hin. Obwohl, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Sean was right. Can't open this door without another Technomancer. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, ich flippe aus. Okay, hat sich das sowieso erledigt. Das heißt, ich müsste hier nochmal das Team zusammenstellen. Na gut. Dann muss ich sowieso hier Schluss machen. Dann werde ich offscreen da mal wieder hinbewegen. Dann wieder Andrew in die Gruppe mitnehmen. Oh Mann, ey. Alles klar, das ist doch nicht dein Ernstspiel, dass jetzt hier wieder Gegner sind, oder? So, warte jetzt. Ich gerade selber mal gucken. Obwohl, können wir gerade hier hingehen. Können wir uns ja schon mal auf die Reise machen. Natürlich ärgerlich sowas dann. Ey, es sind einfach ohne Witz, das sind einfach viel zu viele Kämpfer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die sind nicht schlecht, die Kämpfer, aber die sind irgendwann einfach echt nervig. Und ich finde, die haben sie definitiv übertrieben. Aber auch keine Lust, ehrlich gesagt, mir die Sachen aufzuheben von denen. Ständig wieder hier spawnen die.
Es ist so ätzend. Warte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht schon wieder falsch laufe. Ne, noch stimmt's. So, hier ist wieder der Raum wieder mit denen, wo dann der eine große drin ist. Man kommt vor allen Dingen auch so häufig hier vorbei, das ist ja das Schlimme. Na, natürlich. So, wir haben es zumindest geschafft, wieder hier hin. Musst du jetzt leider mal weg, Nisha, denn wir brauchen Andrew. So, und dann würde ich hier mal Schluss machen. Und dann werde ich offscreen mich wieder vor das Tor bewegen, oder? Ja, mal gucken. Ja, doch, wahrscheinlich vors Tor dann. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Ja, das wusste ich jetzt natürlich leider nicht, aber gut, da kann man nichts machen. Ja, trotzdem, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne kommentieren und auch liken das Video. Gerne entsprechend den Kanal auch abonnieren, ihr kennt es ja entsprechend. Und ja, nochmal vielen Dank für die Unterstützung auch in der Form. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play The Technomancer. Macht's gut!